Da sind wir also. Ich habe euch nach Fragen gefragt, daraufhin habt ihr mich mit Fragen befragt und heute komme ich endlich dazu, sie zu beantworten. Ich habe euch lang genug warten lassen, also legen wir direkt los. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht genau, was mein absoluter Traumjob wäre, denn man würde jetzt vielleicht denken Content Creator, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich meinen Traumjob nennen würde. Ich gehe da erstmal als Hobby ran, natürlich mit der Hoffnung damit, zumindest teilweise oder eben auch komplett irgendwann mein Leben finanzieren zu können, aber ich sehe definitiv auch die Schattenseiten von Content Creation. Dann wäre da noch der IT-Sektor. Meine Interessen und Stärken liegen vor allem in Feldern wie Programmierung und Englisch, also könnte ich mir ein Leben als Fachinformatiker auch recht gut vorstellen. Was soll damit passiert sein? Da ist es doch. Eine sehr lange Zeit hatte ich ja Yokai Watch 1 noch über Yokai Watch 2 als meinen absoluten Favoriten gesetzt und ich glaube, das kam daher, dass ich damals mit 11 Jahren Yokai Watch 2 angefangen, die Schlüsselquest gehasst und den Rest des Spiels geliebt habe. Aber bei einem 11-jährigen ADS-Gehirn bleibt natürlich nur der Ersteindruck hängen und so fand ich Yokai Watch 1 besser als 2, bis ich dann beide relativ back-to-back auf YouTube gespielt habe, wo die Erkenntnis kam: Wait a second. Hier ist meine Tierlist der Mainland-Spiele und nein, ich werde nichts erklären. Viel Spaß damit. Ich würde sagen, alt genug. Jibanyan. Ja, mein Lieblingseis ist Vanille. Woher wusstet ihr das? Ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen Kontext benötigt. Also gut, dann wird es halt eine lange Geschichte. Und ich werde auch ein paar Sachen erzählen, die gar nicht gefragt wurden. Aber scheiß drauf, das ist mein Video. Ich habe im Laufe meines Lebens gemerkt, dass ich sehr gut mit Sprachen umgehen kann. Damit meine ich sowas wie instinktiv schon mal halbwegs richtige Aussprache von neuen Wörtern, aus irgendeinem Grund extrem gute Rechtschreibung und generell hatte ich einfach schon immer ein sehr gutes Gefühl für Sprachen. Das Ganze hat sich schon gezeigt, als ich 2 war. Meine Eltern lieben es, davon zu erzählen, wie ich auf Ausflügen Nummernschilder vorgelesen habe. Als ich 3 war, ging es dann aber richtig los. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist, aber mit 3 habe ich dann angefangen, im Kindergarten anderen Kindern Bücher vorzulesen. Ja, ich bin auch so überrascht wie ihr. Ich konnte im Kindergarten dann also ungefähr so gut lesen wie manche Kinder in meiner 3. Klasse. Irgendwann kam dann aber der nächste Schritt. Meine Eltern haben mir einen Tischkalender gekauft, so einen, wo man jeden Tag einen Zettel abreißt und so. Es war aber nicht irgendeiner. Es gab nämlich jeden Tag eine neue Englischvokabel. Ratet also mal, wann ich diesen Kalender bekommen habe. Ich war 4. So kam es dann also, dass ich in der 1. Klasse, während meine Mitschüler gelernt haben, dass Fuchs nicht so geschrieben wird, wie man denkt, ganze Zeitungsartikel lesen konnte. Nach der Grundschule habe ich das Ganze, um ehrlich zu sein, ein bisschen aus den Augen verloren und 2020 habe ich wieder gemerkt, dass meine Englischkenntnisse eigentlich ziemlich gut sind. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich es irgendwie verlernt hätte, aber es gab einfach nie große Gelegenheiten, dass ich es anwenden könnte. Im Lockdown habe ich dann immer und immer mehr Online-Bekanntschaften geknüpft und da ist mir dann aufgefallen. Fast forward also ins Jahr 2022. Ich bin in der 10. Klasse. Die 11. kommt rein und präsentiert das Cambridge-Zertifikat. Es ist quasi ein Zertifikat, das bestätigt, dass der Besitzer ziemlich gut Englisch kann. Und die AG-Mitglieder aus der 11. Klasse suchen nach Teilnehmern in unserem Jahrgang. Eine unverbindliche Liste geht rum. Niemand aus der Klasse trägt sich ein, die Liste kommt zu mir. Ich trage mich ein. Plötzlich will die halbe Klasse sich doch noch eintragen. Dann sind ein paar Monate vergangen und die 1. Klasse hat angefangen. Ich bin der Einzige aus meiner Klasse, der zur AG geht. Ein weiteres Jahr später, Januar 2024. Die finale Prüfung auf dem Weg zum Zertifikat steht kurz bevor. Was mache ich? Ich fange am Abend vor der Prüfung einen Japanischkurs auf Duolingo an. Ich weiß auch nicht warum. Es hat einfach Sinn gemacht in dem Moment. Wie wirkt sich diese spontane Entscheidung auf meine Leistung in der Prüfung aus? Naja, mein Ziel waren 200 Punkte, die Obergrenze von C1. Ich schreibe, höre und rede 6 Stunden lang so gut ich kann. Wie nahe komme ich den 200 Punkten? Ich habe sie verfehlt. Keine Ahnung, mach du's doch. Du hast recht, es gibt sie definitiv. Ich habe als Kind schon des Öfteren YouTube geguckt und ich hatte auch schon lang vor meinen ersten Videos den Wunsch, mit YouTube mein Leben finanzieren zu können, aber ja, damals war das wirklich mein Traumjob. Mit 13 oder so habe ich dann den Traum irgendwie aufgegeben. Ich hatte einfach nicht das Gefühl, dass ich das Zeug dazu hätte. Aber gleichzeitig hatte ich es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht mal versucht. Also weiß ich nicht, was mein Gedankengang dabei war. 2020 haben mir meine Eltern so ziemlich aus dem Nichts eine Elgato HD60S und ein USB-Mikrofon zum Geburtstag geschenkt. Dafür hatten sie höchstens irgendwie am Rande mitbekommen, dass ich Interesse an solchem Zeug habe. Aber naja, da war es dann in meinen Händen. Zu der Zeit hatte ich noch eine Kartoffelstadt am PC, was die Aufnahme geschweige denn das Editing ein kleines bisschen unmöglich gemacht hat. Ende 2020 ist dann ein PC in mein Zimmer gewandert, der nicht 10 Minuten zum Hochfahren braucht und beim Öffnen einer PNG auch nicht so laut wird wie eine PlayStation 4. Keine Ahnung, warum ich dann erst noch 5 Monate brauchte, um mit der Aufnahme anzufangen.
Ich habe eigentlich nicht wirklich einen Motivationsgrund. Ich glaube, es ist eher eine Mischung aus, ich will anderen Leuten mit meinem Content Freude bereiten, ich will meine Interessen mit anderen teilen und vielleicht kann ich das Ganze ja später als Job machen, wer weiß. Wobei letzteres, wie schon gesagt, nicht wirklich mein Fokus ist. Aber ich würde sagen, das sind so die Big Three. Das habe ich definitiv vor, allerdings ist die Umsetzung ziemlich tricky. Ich habe ja schon ein paar Kooperationen in Form von den Fan-Directs, aber ich habe nicht wirklich viele Optionen, um sowas für normale Videos umzusetzen. Deutsche Yokai Watch Content Creator sind weit seltener als englischsprachige, was Sinn ergibt, aber es bedeutet halt, dass meine einzigen Optionen englische Kooperationen sind, die ich ja schlecht in Videos auf meinem eigenen Kanal umsetzen kann, oder eine Kooperation mit Und das war's dann auch schon mit euren Fragen. Zumindest mit denen, für die hier genug Zeit war. Ich habe auch noch vor, eine Art zweiten Teil zu diesem Q&A hochzuladen, in dem ich euch zeige, wie ich meine Videos mache. Das erkläre ich aber, wie gesagt, in einem eigenen Video, weil das niemand im Formular gefragt hat, sondern diese Frage über die Jahre einfach immer und immer wieder in Premieren-Chats oder auf Discord aufgekommen ist. Das Video sollte dann demnächst kommen, es sei denn, ich falle nochmal in meinen Winterschlaf oder sowas. Außerdem noch eine kleine Erklärung, warum dieses Video so lange gedauert hat. Das soll keine Ausrede werden, keine Sob-Story, einfach nur eine Erklärung. Und es wird auch ein bisschen persönlicher. Ich dachte 2023, dass ich am Tiefpunkt meines Lebens angekommen wäre. Meine letzten beiden verbleibenden Großeltern sind, übrigens komplett unabhängig voneinander, 3 Tage auseinander verstorben. Also ich war gerade dabei, mich vom ersten Schock zu erholen. Da kam zack der nächste ins Haus und das hat mich einfach komplett fertig gemacht. Und davon habe ich natürlich hauptsächlich seelisches Leid davon getragen, was dann durch die ganzen Formalitäten, Hausausräumungen und so weiter nicht wirklich besser wurde. Generell wurde die Lage über das Jahr hinweg dann nicht wirklich sehr viel besser. Zwar ein bisschen besser, keine Frage, nach dem, was passiert ist, da konnte es nicht wirklich viel schlimmer werden, aber ich hatte einfach konstante Motivationslücken, die aus privaten Gründen entstanden sind und diese Gründe möchte ich hier nicht weiter besprechen und ich würde mir auch wünschen, dass ihr nicht groß nachhakt. Dann stand also 2024 vor der Tür und ich habe gehofft, diesen Teil meines Lebens hinter mir lassen zu können. Und während 2024 bisher bei weitem nicht so schmerzhaft war wie 2023, war es definitiv nicht smooth sailing. Während all das passiert ist, war ich immer noch in der Schule. Mitte 23 bin ich in die 12. Klasse gekommen und ich habe sofort angefangen zu strugglen. Mir war vorher schon bewusst, dass es nicht einfach werden würde. Immerhin war es die Oberstufe des Gymnasiums. Aber das ändert auch nichts daran, dass ich mich komplett durch dieses Schuljahr kämpfen musste, während sich der ganze andere Kram aufgespielt hat. Das Schuljahr 2023/24 war außerdem ein sehr kurzes, was dazu geführt hat, dass meine Lehrer noch mehr Stress gemacht haben als sonst, weil die Noten ja irgendwie festgemacht werden mussten. Schmeißt dann also noch einen Fahrradunfall und ein paar Familienangelegenheiten in den Topf, rührt ihn gut um und dann wisst ihr, warum ich nie dazu gekommen bin, dieses Video zu machen. Das war aber auch alles für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Haut rein. Ciao.